Digitalpianos für Einsteiger und Fortgeschrittene. Das Casio AP 750 ist das neue Topmodell der Celviano-Reihe von Casio und bringt einige akustische Features sogar mit, die es von anderen E-Pianos abhebt. Spannend finde ich schon mal das neuartige Grand Phonic Soundsystem. Klingt super, oder? Ja. Dass die Wiedergabe über die eingebauten Lautsprecher revolutionieren soll. Das klingt auch schon mal großartig, Klingt oder? erhaben, ja. Ja, ob das auch so zutrifft und wie es sich damit spielt und ob man mit dem AP 750 auch Klavier lernen kann, das verrät uns Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hi Jörg. Ja, wir haben wieder mal ein neues Casio. Das ist jetzt das neue Topmodell der Celviano-Reihe. Ich glaube, Celvianos hatten wir noch gar nicht. Wir hatten eher diese Privia-Modelle. Genau. Und hier ist jetzt auch so ein bisschen Privia-Technik eingezogen. Also man kann ja auch schon mal sehen, es hebt sich auch optisch irgendwie ab. Also das ist schon irgendwie ein traditionelles, klassisches Digitalpiano, aber es sieht doch irgendwie anders aus. Ja, es hat so ein paar nette Design-Applikationen. Hier haben wir natürlich so eine komplett schwarze Front. Man hat quasi gar keine Knöpfe mehr groß, alles über Touch gesteuert. Stimmt, es gibt kein Bedienfeld. Ja. So, und das ist schon mal, da sehe ich auch hier diese Beschriftungen an der Tastatur. Das ist in der Preisklasse. Wir sind hier bei 2.300 € ungefähr. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Das stimmt, ja. Aber, also das hat so eine schöne Hochglanzoptik hier, aber das ist natürlich ein Bedienpanel. Wenn man nämlich hier drauf drückt, dann erweckt man es zum Leben und dann kann man dort die Sounds anwählen. Sounds anwählen und ja. Ja, das ist schon mal, also ich finde, das sieht schon mal Gut aus. Ja. gut aus. Also es ist wenig Elektronik, die man da sieht, weil das verschwindet auch gleich wieder, glaube ich. Oder bleibt es an? Das werden wir ja sehen. Es verschwindet. Ja, es verschwindet, guck mal. Ja. Und dann, ich würde sagen, wir hören uns das erstmal an. Lass hören. Also es klingt für mich erstmal soweit ausgewogen. Ich weiß, was war dein Gefühl? Kommt auf jeden Fall ein ziemlich fetter Klang rüber, also cooler Sound, lässt sich auch schön spielen. Also macht auf jeden Fall Spaß, was da so an Sound kommt. Ja, klingt gut. Gut, also ja, wir können uns ja mal die Tastatur im Detail angucken. Ich glaube, das ist auch so ein Tastaturbelag, so ein Ivory-Feel-Oberfläche und dann sehe ich da Holz. Scheint Holz zu sein oder so eine Mischform davon irgendwie. Ja, das fühlt sich an wie Holz, wobei hier nicht so eine Holztastatur verbaut ist wie bei den Grand Hybrid-Instrumenten von Casio. Daran erinnerst du dich vielleicht? Ja. Da ist ja so eine richtige Hammermechanik drin. Und ja, das haben wir hier nicht. Das ist eine herkömmliche Tastatur für Digitalpianos. Da ist die Mechanik nach innen gefaltet, hat aber auch Hämmer, die dann eben so das Anschlaggefühl simulieren. Und das hast du ja auch wahrscheinlich so gespürt. Ja, ja. Also eine schöne, schon eher leichtgängige Tastatur. Also vielleicht auch für Leute, die jetzt nicht ständig am Flügel oder am Klavier üben. Also lässt sich schön spielen. Also gerade für solche so filmmusikartigen Stücke ist das eigentlich, macht Spaß zu spielen, auch für Improvisation. Ja, was man anmerken kann, ist, dass so in diesem, normalerweise ist ja so, dass bei den tiefen Bereichen der Tastatur die Tasten etwas schwerer sind und wenn es dann hochgeht, werden sie immer etwas leichter. Hier ist der Unterschied etwas kleiner. Also wenn ich hier unten dann habe ich nicht den Eindruck, dass das viel schwerer ist als hier. Okay. Es ist eine minimale Unterschied bei der Graduierung, aber bei anderen Tastaturen ist sie etwas höher. Also es kann sein, dass hier wirklich auch der Fokus gelegt wurde auf eine ausgewogene Spielbarkeit, dass das alles sich so in einem ähnlichen Feeling spielt. Ist zumindest mein Eindruck. Okay, ich würde es gerne mal mit den Klassikbeispielen probieren.
das machen wir jetzt. Gut, der Klassiktest. Ich bin kein Klassikexperte, ich werde es wahrscheinlich nie werden, aber ich benutze diese Beispiele, um so die Klangeigenschaften und die Spieleigenschaften rauszufinden. Diese Diabelli-Variation, die ich da benutze, die eignen sich tatsächlich ganz gut dafür, weil die auf die Dynamik eingehen, auf den Zusammenklang, im Pedal und auch ohne. Das erste ist der Diabelli-Walzer und der wird expressiv gespielt. Ja, es geht ja ganz schön los. Also, Geht gut von der ja, Hand, ja, oder? ja. Also sehr kräftig der Sound auch, so kommt es mir vor. Hohe Dynamik, also gerade wenn es dann lauter wird oder schnell lauter wird, wird es dann richtig... Ja, da kommt auch richtig was einem entgegen. Also Ja. ich finde das erstmal gut. Aber die Leichtgängigkeit, ja, das kann ich absolut unterschreiben. Das stimmt. Mal gucken, wie das zweite Beispiel funktioniert, das etwas sanfter gespielt wird. Das funktioniert, aber ich habe das Gefühl, das wird sehr laut hier oben. Also ich glaube, wir bringen mal hier diese Ja. App ins Spiel und probieren mal die Sounds. Also man kann das mit der App bedienen, aber natürlich auch hier. Ja, wir haben das Berlin Grand gespielt. Diese Sounds sind übrigens auch von der Grand Hybrid Serie. Da hat man diese 3 Sounds, Berlin, Hamburg und Vienna. Also man kann sich da schon einen Reim drauf bilden. Das ist einmal der Berlin Grand ist Bechstein, Hamburg, Steinway und Vienna, Bösendörfer. So, jetzt probiere ich mal den Hamburg Grand, wie das da funktioniert. Also finde ich hier oben schon besser. Aber ich merke, dass ich mit der Dynamik nicht so wirklich klarkomme. Ich hätte mich vielleicht auch einspielen sollen, aber dieser Pianissimo-Bereich, also ich habe das Gefühl, ich kann es nicht genau ansteuern. Und ich spüre hier auch keinen Druckpunkt. Also eine Druckpunktsimulation hat das wohl nicht. Also das kann man ja ganz einfach ausprobieren, indem ich mal die Taste in den Tastenweg bringe und von dort versuche auszulösen. Das funktioniert nicht. Da funktioniert es, okay. Aber diesen Punkt kann ich nur erraten. Hier ist es schon wieder nicht. Da ist es da schon wieder nicht mehr. Also es gibt einen diffusen Bereich in der Taste, der nicht klar ist, wann ausgelöst wird. Diese Druckpunktsimulation, die ist ja dafür da, um genau diesen Ansteuerungspunkt zu finden, wo eben die Hammermechanik auslösebereit ist. So dieser Auslösepunkt ist das. Und den kann man eigentlich darüber, das mache ich auch nicht bewusst, das ist schon irgendwie so drin, weil ich es auch gewohnt bin. Aber das haben wir hier nicht. Okay, gut. Trotzdem, man muss sich halt drauf einspielen. Man muss sich drauf einspielen. Wie gesagt, es ist ein grundsätzlich gutes Spielgefühl, aber gerade wenn es beides kommt, also eine hohe Dynamik, es ändert sich die Lautstärke schnell und man spielt auch etwas schneller, dann kriegt man Probleme mit der Tastatur, weil dann hat man das Gefühl, dass die Kontrolle nicht ganz da ist. Ja, das läuft dann mal weg. Das Gefühl hatte ich jetzt. Ja. Okay, lass uns doch die anderen Sounds noch mal also in richtig hören und wir wechseln noch mal. Okay. Also ja, gehen wir noch mal auf die weiteren Sounds ein. Wir haben das ja hier schon gesehen. Hier kann man jetzt die Klaviersounds anwählen. Vielleicht gehen wir die noch mal durch. Da hatten wir das Berlin. Sollen wir das noch mal anspielen? Können wir kurz noch mal machen. Bei solchen Sachen gefällt mir der sehr gut. Ja. Und jetzt der Steinway. Das klingt ganz anders. Komplett anders, ja. Der reagiert auch anders. Ja, also ich habe merke das eben auch gemerkt. Ja, da muss man schon ein bisschen gucken. Ist dann vielleicht eher für so lyrischere Sachen. Ja, perfekt. Da klingt es dann etwas passender, sage ich mal. Ne? Ja, absolut. So. Aber das müsste ja mit dem Vienna noch mehr Schmelz bekommen.
Ach, noch fülliger. Ich würde sagen, der Vienna ist so finde ich, so am... Schöner Sound. Nochmal das andere. Aber es funktioniert da auch. Also hätte man vielleicht den Vienna als erstes als Default-Sound nehmen müssen. Ja, der verbindet beides von beiden Welten. Der erste Sound, der war mir ein bisschen zu... hier oben hat's ganz schön, war es ziemlich aufdringlich, ja. Und der zweite war ein bisschen sehr gedämpft, ne, so. Und jetzt der dritte ist eigentlich so ein guter Kompromiss aus beiden. Also der Berlin, der ist schon fast rockig, finde ich. Ja, der ist ein bisschen... Der hatte wirklich Kraft. Ja, also, ja. Das ist mir sehr, sehr aufgefallen. Also auch gerade in Bässen auch. Der hat wirklich ganz schön Durchsetzung. Und ja, vielleicht ist das ja auch, das ist ja schön, diese Wahl zu haben. Ne? Also wenn man rockige Sachen oder poppige Sachen spielen will, dann will man ja auch wirklich ein bisschen Dampf machen. Ja. So, ne? Und dann ist natürlich so, was hier ja besonders ist, wenn du deine Hand hebst, wir haben ja hinten hier auch noch mal die Möglichkeit, klanglich zu justieren. Das ist ja noch mal das Akustik-Feature, das ich am Anfang, oder Klavier-Feature, was ich am Anfang erwähnt habe. Man kann jetzt diese Klappe hier aufmachen und den Klang damit beeinflussen. Ja. Hat also zu den Sounds jetzt auch noch mal, also mechanisch quasi sozusagen die Möglichkeit. Ich finde, das ist ein schönes Feature. Das ist cool, ja. Sieht auch schön aus mit dem roten Stoff hier. Wunderbar. Ja, vielleicht gehen wir auf das Lautsprechersystem ein, weil hier ist ein spezielles System drin, das aus 8 Lautsprechern besteht. Und zwar ist das Besondere, dass die Lautsprecher die verschiedenen Klangzonen des Piano-Sounds berücksichtigen. Okay. Also die sind hier über das Gerät verteilt. Die strahlen auch nach unten ab, dass man einen räumlichen Klang bekommt. Aber es werden auch diese Zonen der Tastatur berücksichtigt und wiedergegeben. Also ich finde, das klingt auch tatsächlich plastisch. Man hat auf jeden Fall wie sagt man da, dreidimensional ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hat es kommt nicht aus links oder rechts oder aus beidem, sondern man hat eher wie so einen klavierartigen Klang. Da ist es ja auch so, dass der Klang ja nicht irgendwo herkommt, sondern er kommt ja aus dem gesamten Genau, ich würde sagen, bei einem echten Klavier ist das noch mal was anderes, ja. Aber man nähert sich damit an, das ist das Gefühl. Das könnt ihr jetzt gerade allerdings nicht hören, weil wir hören das Instrument über die Lautsprecher und ihr hört das Kopfhörersignal. Und damit ihr das auch hören könnt, machen wir jetzt mal den Test mit Mikrofonen. Simsalabim, wir haben die Mikrofone aufgestellt und jetzt bin ich gespannt. Lass hören. Gut. Zum direkten Vergleich lassen wir das Gleiche jetzt noch mal laufen und ihr könnt es mit dem Laiensignal vergleichen. Also jetzt, das war jetzt mit Mikrofon und jetzt folgt das Gleiche noch mal mit dem Sound aus dem Kopfhörerausgang. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht jetzt auch noch mal mit dem Mikrofon den Klassiktest. Oh, gute Idee. Ich habe es ja eben gelernt schon, ich spiele lieber mit dem Hamburg. Vielleicht nehme ich jetzt mal auch das Vienna Grand. Der kommt auch gut. Klingt schön, der Sound, ja. Ja, jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Jetzt hört ihr das gleiche Beispiel mit dem Kopfhörersound. Und los. Okay, das zweite Beispiel noch.
So, und auch hier das Gleiche nochmal über den Kopfhörer abgehört. Und los. Ich hoffe, der Klangvergleich mit den Mikrofonen und dem Kopfhörersound war aufschlussreich. Ich fand das schon sehr spannend, Ja. muss ich sagen. Also es könnte fast das erste Digitalpiano sein, das über die Lautsprecher besser klingt als über die Kopfhörer. Erstaunlich. Ist erstaunlich, Ja. also zumindest beeindruckend. Und ich finde es generell toll, wenn Hersteller sich an das Lautsprechersystem ranmachen, um die Klangwiedergabe des Instruments selber nochmal zu verbessern. Und das scheint ja hier gelungen zu sein. Ist ein cooler Ansatz mit interessanten Features, die es so bisher selten gab. Also gerade hier diese Klappe hier, wie die man öffnen kann und auch schließen kann, um den Klang zu verändern. Die Sounds sind sehr unterschiedlich. Die Klaviersounds ist auch eher selten. Normal sind die Sounds mehr oder weniger die gleichen. Ne? Und so hat man doch eine gute Varianz. Das Bedienfeld ist cool, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber dafür haben wir ja auch natürlich die App noch, ne, die man benutzen kann. Genau. Die gibt es ja für Android- und iOS-Geräte, also man hat da die freie Wahl. Und da gibt es dann auch noch den Akustiksimulator, wo man die Flügelklänge bearbeiten kann mit Seitenresonanzen und Nebengeräuschen, allem, was man da haben will. Also das ist schon sehr vielseitig. Dann kann man auch Songs spielen und man kann also das mit Bluetooth-Audio verbinden. Man kann Play-Alongs einspielen, alles das geht. Ja, was ich in der Preisklasse vermisse, das ist tatsächlich so eine Druckpunktsimulation. Das müsste eigentlich da sein, aber ich finde, die Tastatur lässt sich dann doch gut spielen. Man kann sich da wirklich auch ausdrucksstark einlassen auf den Sound. Und was mich begeistert, ist das Lautsprechersystem. Ja. Das ist wirklich toll. Also ich denke, der Sound und auch das Konzept an sich ist der Grund, warum man sich für das Instrument von Casio interessiert. Und mit der Tastatur kann man gut klarkommen und man soll es vielleicht einfach dann anprobieren, ob das was für einen ist. Aber als Gesamtkonzept finde ich es eigentlich sehr gelungen. Ja, schön. Letzte Frage an dich. Für den Klavierunterricht geeignet? Ja, nein. Auf jeden Fall auch für den Klavierunterricht geeignet. Man kriegt hier einen schönen Klang auch und nicht nur so einen Digital-Piano-Konservenklang und sonst alles dabei, von der Ausstattung auch. Und kann ich auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen für den Klavierunterricht. Ja, prima.